Gut, ich zeige euch jetzt die verschiedenen Schuhe, die wir verwenden zum Skitouren gehen. Ich fange mal an mit dem. Das ist eigentlich ein Skischuh. Man nennt den Free Touring Schuh, weil er noch die G-Funktion hat dahinter. Also ich kann da umstellen zwischen Walk- und Ski-Modus, aber man sagt da schon, der ist so steif, das ist eigentlich mehr ein Skischuh als wie ein Tourenschuh. Der hat einen Flex mit 130, ist also sehr steif, ist rennsportorientiert, hat die überlappende Schale. Also das ist wirklich ein Skischuh, den man zum Touren verwenden kann mit der G-Funktion. Was man da noch sagt, ist die Sohle, die er hat, mit den Gleitplatten. Die ist für eine ganz normale Alpinbindung, für die Gleitplatte ausgelegt, damit es mit der Sicherheitsbindung funktioniert. Ist jetzt ein Schuh, den verwende ich nicht unbedingt für 1000 Höhenmeter Skitouren, sondern der ist meistens im Bereich vom Skigebiet, da wo ich kurze Aufstiege habe und lässige Abfahrten mit Freeride-Ski, ist das der richtige Schuh. Er hat allerdings auch die Pintech-Aufnahme, also auch mit den modernen Bindungen kann ich den gut verwenden. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist ein Modell, ist auch ein Vierschnaller, allerdings ein bisschen andere Schnaller. Man sagt da schon, die Schnallen sind oben drauf. Das hat den Vorteil, dass wenn ich jetzt viel im Fels unterwegs bin, dass die Schnallen nicht ständig aufgehen. Da auf der Seite, das tut man da immer aufmachen, das habe ich da nicht. Darum sind die oberhalb drauf. Vierschnaller, also ein stabiler Tourenschuh mit dem großen Unterschied. Der hat eine Gummisohle und funktioniert nicht mit Alpinbindungen. Die hat die Pintech-Aufnahme, also für die ganz normalen Pintech-Bindungen. Und die G-Funktion ist bei dem jetzt so, wenn ich da auf Gehen stelle, dass ich eine deutlich höhere Bewegungsfreiheit habe als beim grünen Modell. Wenn ich auf Ski bin, rastet der ein und ist relativ stabil, durch das, dass er 4 Schnallen hat. Also ein Skitourenschuh für jedermann, der auch eher abfahrtsorientiert unterwegs ist. Jetzt kommen wir zum letzten Modell. Die Art von dem Schuh ist jetzt sehr modern geworden, weil auch die Aufstiegsorientiertheit immer mehr in den Vordergrund gerückt ist. Ganz ein leichter Schuh mit Gummisohle, schaut fast aus wie ein normaler Schuh, hat überhaupt keine Schnalle mehr, nur noch das Bindungssystem zum Drehen mit Seilzug, genauso da oben. Ein Seilzugsystem, das ich mit der Verriegelung Walk- und Ski-Modus spannen kann. Wenn ich jetzt da im Walk-Modus bin, da habe ich eine sehr große Bewegungsfreiheit, also nach hinten, und das ist eigentlich schon ein Riesenvorteil. Also mit dem Schuh macht es richtig Spaß zum Auflaufen und beim Abfahren wird das immer ein Kompromiss sein. Vor allem wenn ich mit einem breiten Ski unterwegs bin, ist der Schuh vielleicht ein bisschen zu leicht. Die 3 Modelle, Free Touring, Skitourenschuh mit 4 Schnallen und das ganze ganz leichte Modell Skitourenschuh mit keiner Schnalle, dafür sehr, sehr leicht. Das nächste Thema, was ich euch zeigen möchte, da geht es um Stöck. Welcher Stock ist denn der richtige zum Skitouren gehen? Also ich habe ganz gern einen Carbonstock, weil er leicht ist. Bei dem Modell ist es so, dass der Oberteil aus Alu ist. Das macht ihn ein bisschen stabiler. Der hat da einen Griff, der ist ein bisschen länger und hat da unten eine zusätzliche Grifffunktion, dass wenn ich mal schräg einen Hang gehe, dass ich ihn tiefer unterheben kann. Oder da, oder da, oder da, ganz egal wie. Er ist immer angenehm zum Heben. Bei dem Stock haben wir jetzt einen großen Teller. Der ist auch flexibel. Das ist ganz angenehm, den hebt er gut im Schnee. Also beim Skitouren ist wichtig ein großer Teller. Mit einem kleinen Teller nämlich, wie bei dem, komme ich beim Skitouren nicht weit. Da sinke ich immer rein und der Stock, der sauft mir immer ab. Also da muss ich viel mehr mit den Füßen arbeiten und kann weniger Gewicht mit den Armen abnehmen. Der Stock allerdings, wenn man jetzt abgesehen vom Teller, ist das ein dreiteiliger Stock. Das ist nur ein zweiteiliger. Wenn wir zum dreiteiligen schauen, hat der den Vorteil, den kann ich ganz klein machen und kann ihn so ganz gut im Rucksack verstauen. Der ist klein, kompakt, wenn ich mal klettern muss, verstaue ich den im Rucksack oder stecke ihn da hinten ein. Das ist wirklich fein. Zum Zusammenbauen ist er dann so, der arretiert und ist dann da noch höhenverstellbar. Jetzt mein privater Stock ist der da.
Da sagt man gleich der große Unterschied zu dem, die Stockschlaufe. Die schneide ich immer weg und baue mir da eine eigene Schlaufe, weil das zeige ich euch später noch, was ich mit der Schlaufe mache. Beim Skifahren selber stört sie mich und ich bin viel flexibler, wenn ich den Stock mal loslassen muss oder angreifen muss. Jetzt geht es noch um die richtige Länge vom Stock. Wie hoch stelle ich den jetzt wirklich ein? Ich kann ja den da super einstellen. Und Achtung, da ist irgendwo eine Stoppmarkierung, da sollte ich nicht drüber gehen. Ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwo ein Tal rausschieben muss, den habe ich ihn recht lang. Aber der ist zum normalen Laufen so viel zu lang. Eine gute Länge ist bei mir jetzt 1,27 m. Da hat er ungefähr der Oberarm einen rechten Winkel und so kann ich gut laufen. Wenn der Stock zu kurz ist, dann bringe ich da nicht mehr so viel Gewicht weg und kann nicht so gut unterstützen. Also optimal ist, wenn der Stock ungefähr einen rechten Winkel macht, da mit dem Arm, den kann ich am besten unterstützen und habe noch genug Spielraum, um auch mal höher aufzusetzen. Jetzt kommen wir noch abschließend zu einem Thema, das für mich ganz wichtig ist, nämlich Sonnenschutz. Einerseits ist die Sonnenbrille ein wichtiges Instrument in den Berg, weil es blendet ja ständig und der weiße Schnee reflektiert Sonnenlicht so stark, dass man ohne Brille eigentlich nicht in den Berg gehen sollte. Das ist jetzt eine Brille, die gut passt, nämlich die hat meine optimale Gesichtsform, die liegt also wirklich gut an, rundherum. Die ist unten gut zu, seitlich gut zu, dass nicht so viel Streulicht reinkommt. Die Firma Glorify macht ganz lässige Brillen, die gefallen mir ganz gut, weil die sind einfach so ein bisschen beweglich, dass sie nicht kaputt gehen. Wenn ich da mal drauf hocke im Rucksack drin, dann habe ich da nicht gleich ein Problem. Also wirklich ein tolles Produkt. Weiters ist wichtig der Sonnenschutz, also Sonnencreme. Da ist jetzt ein 30er als Beispiel. Natürlich ist das je nachdem Hauttyp unterschiedlich. Ich verwende mindestens ein 30er, oft sogar eine 50er Creme, also mit Schutzfaktor 50 und auch einen Lippenschutz dazu, damit man nicht offene Lippen kriegt. Als letztes noch meine Helm-Skibrille-Kombination. Die Skibrille ist geschützt durch so einen Goggelsock, nennt man das. Die Skibrille passt zum Helm, nämlich, wenn ich sie da tue, schließt ihr da optimal ab. Die ist also mit dem Helm gekauft und das ist schon ganz wichtig, dass die da schon abschließt und links und rechts wirklich anlegt und dass ich ein gutes Sichtfeld habe. Probieren da am besten immer der Helm mit der Brille, damit es wirklich optimal passt.